Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Ihr seid gerade dabei, ein Westfalia Columbus zu kaufen. Ihr könnt euch nicht entscheiden, ob ihr lieber ein Bestandsfahrzeug oder einen neuen Möbelbau oder einen alten Möbelbau und zum Neupreis oder einen gebrauchten kaufen sollt. All das haben wir in diesem Auto vereint und das zu einem super attraktiven Preis. Und ich zeige euch heute in diesem Video, warum dieser Columbus 600D wahrscheinlich die Chance ist, auf die du jetzt gerade wartest. Ja, herzlich willkommen. Was macht dieses Fahrzeug also besonders attraktiv? Die Grundaussage hier ist, ich habe bei Westfalia ein paar Fahrzeuge gekauft, die dort als Werkspräsentationsfahrzeuge genutzt wurden. Und dadurch, dass die schon ein paar Tage auf dem Buckel haben, aber nicht als Wohnmobil genutzt worden, sind sie verhältnismäßig attraktiv und wir können die zum super attraktiven Preis anbieten. Dieses Fahrzeug zum Beispiel ist im Prinzip ein Neuwagen, aber letztes Jahr im Dezember zugelassen, hat noch keine 500 Kilometer, das werden wir im Laufe des Videos rausfinden, und dafür einen immens großen Preisvorteil. Und was wir halt immer wieder haben, ist, dass wir ja gerade noch die Autos mit dem etwas älteren Möbelbau auf dem Hof haben, mit dem weißen und dem ganz dunklen Holz, und der hier schon einer der neuen mit dem neuen Möbelbau ist, aber gleichzeitig mit der etwas älteren Schnauze, das heißt noch nicht mit dem Facelift, was der Fiat bekommt. Und diese Gemengelage aus verschiedenen Dingen, die ihn zu so einer Art Zwitter machen, der zwischen den beiden Welten, alter Möbelbau, neuer Möbelbau, alte Schnauze, neue Schnauze, hin und her springen, machen das Auto einfach super attraktiv im Preis. Wenn du jetzt schon wissen willst, was der kostet, wir verlinken euch hier unter dem Video die Anzeige zu mobile.de. Für alle anderen, die einfach nur so erstmal gucken wollen, was passiert, tauchen wir einfach mal ein und gucken uns an, was der Wagen hier kann. Von außen gibt es ehrlicherweise nicht so unendlich viel zu erzählen. Wir haben einen ganz normalen Fiat Ducato, der hat 180 PS, der ist mit der 9-Gang-Automatik, das heißt ja immer, wenn ihr diese Scheinwerfer habt und ein Automatikgetriebe, dann ist es die ZF 9-Gang-Automatik. Wenn ihr, guck mal darüber, der Lastrada, den ihr dort seht, hat schon die neue Schnauze. Wenn die Schnauze dran ist und das Fahrzeug Automatik ist, habt ihr das 8-Gang-Automatikgetriebe, was Fiat jetzt zum Modelljahr 25 neu macht. Außenfarbe weiß ist auch klar, und wir haben natürlich die Standardvorteile, die jeder Columbus mit sich bringt. Wir haben die Seitz-Rahmenfenster mit drin, alles schön bündig an der Seite mit drin. Wir haben, finde ich, das sehr zurückgenommene Design von Westfalia mit dem schwarzen Streifen in der Mitte und den schwarzen Applikationen unten. Finde ich, ist das ein Auto, was einfach so immer elegant aussieht. Dieser Wagen, so wie er hier steht, ist ein Leitchassis mit großem Motor und Automatik. Das heißt, wir haben zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. So ist der zugelassen. Wir lassen mal kurz das Flugzeug fliegen. Hat irgendwie auch immer ein bisschen was Bedrohliches. Eine Mischung aus Faszination und Respekt. Weiß ich nicht genau. Auch schick. Schicker Westfalia Meridian. Und dann haben wir einfach die Alufelgen ab Werk hier schon mit drauf, um möglichst den Satz so nahtlos wie bisher zu machen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe vorhin einmal kurz auf die Ausstattungsliste geguckt, weil für mich das auch heute der Erstkontakt zu diesem Auto ist. Ich habe das Paket gekauft, gesagt, okay, ich nehme die, das machen wir schon. Da finden wir die passenden Abnehmer für. Haben mir nur die Ausstattung angeguckt, weiß aber selber noch gar nicht, wie sieht das Auto aus. Hat es unter diesem Label Präsentationsfahrzeug irgendwo gelitten? Finden wir jetzt verbrauchte Stellen? Das müssen wir uns alles mal gemeinsam anschauen. Der Wagen hat, wenn ich es richtig gesehen habe, lass mich einmal kurz drauf gucken, genau, echte Ganzjahresreifen mit drauf. Die waren in dem Baujahr noch als Option bestellbar, nicht serienmäßig mit dabei. Aber wir haben so oft die Autos, die neu gekommen sind, direkt mit Ganzjahresreifen ausgestattet, dass ich super dankbar bin, dass die schon drauf sind. Wir können mal hier von hinten anschauen. Wir gucken als erstes uns den Heckstauraum an. Da sind nämlich zwei Besonderheiten, auf die ich euch hinweisen will, die auch für euch, wenn ihr euren Wunsch Columbus gerade konfiguriert, total relevant sein können. Wir haben nämlich hier ein Fahrzeug mit der Erhöhung des Heckstauraums, und damit wir die genaue Höhe ermitteln können, hole ich mal kurz mein Lasermesser und dann zeige ich euch, was sich genau hinter der Erhöhung des Heckbetts versteckt. Man kann im Prinzip auf den ersten Blick sehen, normalerweise kann ich mich unter so ein Westfalia-Bett nicht setzen. Hier bedeutet das, dass wir 86,7 cm hier an Höhe haben.
Wenn ihr hier mit drunter guckt, kann man eigentlich auch sehen, wo wir die Höhe gewinnen. Und zwar haben wir hier, das ist quasi das, was wir dazu gewinnen. Eigentlich liegt das Bett hier drauf auf und jetzt haben wir hier an der Seite Adapter mit dran. Da sind Adapter, dort hinten sind die Schienen etwas hochgesetzt worden und dort noch eine zusätzliche Unterstützung. Da dürfen wir nicht drin nicht vergessen, gleich von oben mal reinzuschauen, weil wir da ja prinzipiell eigentlich auch noch mal zusätzlichen Stauraum generieren. Ansonsten ist der Stauraum vom Westfalia, ich sage das ja immer wieder, dadurch, dass er so konsequent auf Dieselheizung und Kompressorkühlschrank setzt, einfach, glaube ich, der größte seiner Klasse. Ihr habt hier eine große Tiefe und ihr habt hier die volle Breite und jetzt auch noch mit den 10 cm höher ist das, glaube ich, eine sehr, sehr amtliche Sache. Im Paket mit dieser Stauraumerhöhung ist es so, dass ihr Westfalia seitens auch immer einen Wechselrichter mitbekommt. Wie geht der auf hier? Da ist eine kleine 230 Volt Steckdose. Der hat 300 Watt Leistung oder 350. Das sehen wir nachher auf der Ausstattungsliste. Das heißt im Umkehrschluss, die Idee ist, dass ihr eure E-Bikes oder überhaupt hochwertige Fahrräder nehmen könnt. Vielleicht Vorderrad rausnehmen, Fahrräder quer reinstellen und die Akkus einfach zum Laden hier hinten mit drin haben. Die Kehrseite der Medaille, wenn ihr die Betterhöhung bestellt, ist natürlich, dass das hier etwas flacher wird. Und das ist was ich habe jetzt letzte Woche gerade Kunden hier gehabt, die seit ungefähr 2 Jahren ihren Columbus 600e fahren. Die haben ihr Bett selber hochgelegt, haben gesagt, das ist für sie gar keine Einschränkung. Aber hier ist es zum Beispiel so, ihr habt jetzt noch ungefähr 53 cm hier oberhalb der Matratze. Das könnten eben auch 63 cm sein. Also entscheidet selber für euch, was für euch das Richtige ist. Wenn ihr jetzt sagen würdet, dieses Auto feiere ich total, den Preisvorteil will ich für mich mitnehmen, aber die Betterhöhung ist nicht das Richtige für mich, dann dürfte das kein allzu großer Aufwand sein, das Ganze auf normales Bett zurückzurüsten, denke ich. Würde ich dann bei Bedarf klären. Aber vielleicht kommt derjenige, der es kauft, ja sowieso und sagt, genau so gefällt mir das richtig gut. Was liegt hier hinten noch mit drin? Wir haben eine Außendusche mit am Auto, das finde ich immer wieder praktisch. Wir haben, und das ist das Wichtigste, wenn ihr euch einen Columbus bestellt, da muss das Winterpaket mit drin sein. Das ist ja jetzt in dem neuen Columbus Premium Paket mit enthalten. Winterpaket bedeutet, dass wir zum einen die Warmwasser-Fußbodenheizung haben, dass wir unterm Fahrersitz einen zusätzlichen Heizkörper haben und dass wir 2 Isomatten und dann natürlich einen beheizten Abwassertank und 2 Isomatten, einmal um die hier hinten reinzuhängen, was super praktisch ist und was bei jedem Kastenwagen auch in den Übergangsjahreszeiten, glaube ich, sehr wichtig ist. Und zusätzlich eine zweite, die ihr am Fahrerhaus vorne einmal außen rum montieren könnt. Ja, damit ihr nirgendwo gegenfahrt, Rückfahrkamera haben wir mit dran und klassische akustische Parksensorik auch. Und dann hat der Wagen als Option hier eine Markise mit dran. Das ist eine klassische Thule-Markise, 3,70 lang, 2,50 rauszuziehen. Und was ich auch immer wieder cool finde, was wir bei den anderen Herstellern entweder als Option bestellen oder oft nachmontieren, ist die beleuchtete Außenregenrinne, dass zum einen hier kein Wasser reintropft und zum anderen ihr eine Außenleuchte habt, gerade vielleicht unter der Markise. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein und dann vergleichen wir noch mal so ein bisschen, was der neue Möbelbau kann. Aber ich finde schon auf den ersten Blick fällt der größte Unterschied zu dem alten Möbelbau auf. Es ist mehr Ton in Ton und vielleicht etwas wohnlicher, aber dafür nicht mehr ganz so kühl in den Tönen. Und da muss einfach jeder für sich selber entscheiden, was für ihn das Richtige ist. So, lasst uns mal gemeinsam reinschauen. So, hereinspaziert in unseren neuen Möbelbau. Also was haben wir hier für ein Fahrzeug? Wir haben halt, wie schon draußen gesagt, so eine Art Zwider und das führt sich hier im Innenleben so ein bisschen weiter. Man muss einfach ganz klar sagen, eigentlich ist das ein Fahrzeug so, wie sie jetzt auch gebaut worden sind. Nur diese Fahrzeuge, die ich dort gekauft habe, sind ein bisschen zwischen den Baureihen gebaut worden. Dadurch sind einige Sachen anders, als sie jetzt in der Serie komplett geworden sind. Was zum Beispiel auffällt, ist, dass wir hier die Kanten ein bisschen anders haben. In den ganz neuen Fahrzeugen ist das ein bisschen weiter abgerundet. Dass wir so Kleinigkeiten haben, da blenden wir jetzt einfach noch mal ein Bild ein. Hier oben haben wir um das Bedienteil nochmal eine andere Blende beim Temperatursensor auch, weil einfach einige Fahrzeuge, als dieses Fahrzeug gebaut war, noch nicht final im Serienstand waren und man so ein bisschen noch von den Vorgängermodellen mit dem weißen und dunklen Holzteile genommen hat und die an die neue Elektronik adaptiert hat. Weil wir jetzt hier zum Beispiel schon das neue Bedienteil haben, das heißt in dem Winterpaket eine Heizung, die auch über 230 Volt zu betreiben ist und
viel mehr Einstellmöglichkeiten und der gesamte Möbelbau eigentlich so ist, wie er neu sein sollte. Was das Ganze trotzdem eben super attraktiv macht, ist, bevor wir auf die Ausstattung gleich konkret eingehen, ist halt ganz klar sagen, das Auto, so wie es hier steht, hat einen Listenpreis von 91.200 €. Inseriert habe ich den aktuell für 78.900 €. Das heißt, wir haben hier einen Preisvorteil von fast 13.000 €. Pi mal Daumen, ich bin kein guter Kopfrechner. Für ein Auto, was, und jetzt hast du einen Schlüssel in der Tasche, für ein Auto mit 192 Kilometern. Also die 500, die ich vorhin gesagt habe, sind es definitiv nicht. Das heißt, jetzt machen wir noch ein bisschen Probefahrten und all solche Sachen. Das heißt, wir haben ein Auto, was unter 300 Kilometer hat, wenn er dann am Ende des Tages bei euch ist. Und dafür ist das eben ein gewaltiger Preisvorteil, der da ist. Von innen drin habt ihr alles so, wie es in den neuen Autos ist. Wir haben hier den klassischen Zweiflammkocher mit dem kleinen Waschbecken daneben. Wir haben hier die Ablagen, Westfalia typisch, eine Batterie à la Schalter, hier oben mit dabei. Alles, was indirekt beleuchtet ist, wird irgendwo über Schalter geschaltet und die Spots, die ihr hier habt, sind Touch-Spots, die da sind. Was ich total charmant finde, ihr habt ja hier die indirekte Beleuchtung einmal umlaufend, auch auf der Seite. Und wenn ihr dort mal drauf guckt, oder wir können auch einmal, kann ich hier bei der Beleuchtung losgehen und sagen, Helligkeit, kann ich das dimmen und kann dann einmal alle Lampen rauf und runter dimmen. Aber was für mich viel wichtiger ist, ich kann die Lichtfarbe einstellen. Jetzt, wenn ihr, dann guckt du mal darüber, dass man das gut sehen kann. Jetzt haben wir halt, nennen wir mal Arbeitslicht, Bürostimmung. Und ich kann das Ganze in 10 Stufen bis hin zu warm weiß, fast gelb umstellen. Das ist jetzt zwar keine Kerze, aber auf jeden Fall in der Gemütlichkeit deutlich weiter vorne. Und das finde ich ist zum Beispiel eine Sache, die im neuen Möbelbau total schön ist, dass man Dimm- und Lichtfarbe verändern kann. Das, was noch dazu gekommen ist, ist, dass ihr halt überall diese einheitliche Optik habt in so einer Art Schiffsparkett, die ganz klassischen Push-to-Open-Klappen, wie ihr das aus den anderen Fahrzeugen auch kennt. Und hier, da müssen wir gleich auch nochmal, wenn wir in einer Sitzgruppe sind, eben das beste Bett, was man in einer Sitzgruppe vorne zusätzlich bauen kann. Eigentlich können wir damit anfangen. Ich nehme mal den Tisch weg und dann zeige ich euch das einfach mal. Das haben wir nämlich schon länger nicht mehr gemacht. Einmal. Willst du auch ohne Cut machen? Das kriege ich ohne Cut hin. Ich bin so ein guter Bettenbauer, dass ich gar keine Pausen mehr brauche. Einmal den in die richtige Position und dann einfach nur, um euch zu zeigen, wie schnell man in diesem Auto ein Bett bauen kann. Kopfstützen weg und dann einmal hier unten entriegeln, zack, das Ganze nehmen. Tada! Mega, oder? Und das müsst ihr euch einfach mal, das ist die eine Seite, dass ihr hier ein tolles Bett habt, was für einen Erwachsenen mit einem kleinen Kind gut funktioniert. Man würde es jetzt hier unten noch einmal arretieren. Was aber die andere Seite der ganzen Nummer ist, dass wenn ihr das so rum aufgebaut habt, ihr einfach einen Sitzkomfort habt, der seinesgleichen sucht. Wir haben nämlich hier eine richtig aufgepolsterte Sitzbank mit Isofix-Befestigungspunkten und die ist wirklich so, das habe ich neulich irgendwann gesagt, es gibt Autos, in denen ist es eine Strafe, hinten zu sitzen. In so einem Westfalia Columbus ist es eine Belohnung, hinten zu sitzen. Das weiß ich ja nur aus eigener Erfahrung. Und da ist wirklich die Bank das Highlight für mich. So, wenn wir schon so gemütlich sitzen, also, was haben wir hier? Erst zugelassen ist das Wagen 20.12.2023, also jetzt knappe 9 Monate alt. Auf Westfalia, das muss man ja auch ganz klar sagen, also eine Werkszulassung auf Westfalia. Wir haben den großen Motor mit Automatikgetriebe, weiß ist er, der hat das Columbus Plus Paket, das heißt, der hat sogar eine beheizbare Windschutzscheibe, der hat zusätzlich Schwanhalsleuchten zum Lesen, diese ganze Dimm-Aktion, die wir eben gesehen haben, Fahrerhausverdunklung, ein Ladebooster ist serienmäßig mit drin, Fliegenschutztür, alles was man so braucht. Das ist aber ja in jedem Columbus da. Das Columbus Premium Paket, was ich euch sehr ans Herz legen würde, ist eine Ausstattung, die ihr bestellen müsst. In meinen Augen ist sie bei einem Westfalia Columbus obligatorisch, weil dort das Winterpaket drin ist und in dem Winterpaket die Fußbodenheizung ist. Und ohne Fußbodenheizung ist in meinen Augen ein Columbus nur ein halber Columbus, weil das
die Stärke dieses Autos ist, dass wir durch die Warmwasserheizung mit der Fußbodenheizung halt angenehm mollig warme Füße haben, tolles Raumklima und einfach konstant die Temperatur halten. In dem Winterpaket beheizter Abwassertank, all das, was ich schon gesagt habe, mit drin und eben in diesem Möbelbau auch die Plugtronic, das heißt die 230 Volt Heizung, wenn ihr auf dem Campingplatz steht oder irgendwo am Netzstrom angestöpselt seid, dass ihr die Dieselheizung auch ausschalten könnt und die Heizung über 230 Volt auch betreiben könnt. Dann haben wir ein Fiat-Sicherheitspaket mit drin, das sind so Notbremsassistent, Spurhaltesystem, Regen-Lichtsensor und eine Verkehrszeichenerkennung. Wir haben eine Vorbereitung für eine Anhängerkupplung, die Automatik haben wir gesagt, Alufelgen haben wir gesagt, Ganzjahresreifen haben wir, Totwinkelassistent haben wir mit dabei. Das sind diese kleinen Dreiecke in den Rückspiegeln, damit ihr da keine Tretrollerfahrer oder Fahrradfahrer überfahrt. Wir haben das 7 Zoll Radio mit einer Rückfahrkamera, den digitalen Tacho, das digital sage ich schon, eine Kabel, also so eine induktive Ladeschale. LED-Scheinwerfer haben wir vorne nicht gesagt. Der Polsterstoff heißt Roseland. Das Bett und die Heckstauraumerhöhung. Was wichtig ist, wir haben beide Dachhauben als Option mit dabei. Einmal hier vorne die 50×70 Dachhaube und hinten über dem Bett auch. Den Schwenktisch, den ich gerade weggenommen habe, nach da oben, eine zweite Batterie. Ja, das war's. Und das Ganze summiert sich dann auf zu einer Summe der Listenpreise 91.230. Und da steht jetzt halt eine fette 7 davor. Ich finde es attraktiv. Einige Leute kaufen dafür gebrauchte Fahrzeuge, die dann 15.000 Kilometer haben. So, Bett haben wir gesehen, Sitzgruppe haben wir gesehen. Dann gucken wir jetzt eigentlich noch mal in die Nasszelle und dann wissen wir, was das Auto kann. So, die größte Unterscheidung, die wir hier in der Nasszelle haben zwischen den einzelnen Modelljahren, ist eigentlich nur, dass die Optik sich ein bisschen ändert. Wir haben hier natürlich auch ein bisschen die andere Farbe. Wir haben die Holzapplikation, wobei Holz natürlich immer nur eine Dekorfrage ist. Und wir haben den Waschtisch nicht mehr aus Kunststoff, wie es in den älteren Jahren war, sondern hier durchgezogen mit der Optik. Das finde ich fresh als Optik. Ich mag es auf jeden Fall leiden. Jeder so, wie er mag. Das wäre jetzt für mich keine Entscheidung für oder gegen den alten oder neuen Möbelbau, sondern ich glaube, das ist einfach grundsätzlich der Stil, der da ist. Wir haben den Duscheinleger mit dabei. Der stand gar nicht auf der Ach doch, der ist in dem einen Paket mit drin. Und auch hier haben wir natürlich mit den beiden Lichtleisten, mit der indirekten Beleuchtung hier in der Wand, die übrigens auch die Lichtfarbe und die Dimmung mit ändert. Das alles mit drin und hier oben nochmal mit einer 40×40 Dachhaube. Das heißt, wir haben hier insgesamt ein Auto, was sehr auf Licht und Luft getrimmt ist. Insgesamt finde ich, ist das ein total attraktives Auto. Was einem halt ganz klar sein muss, ist, wenn ein Werk so ein Fahrzeug als Präsentationsfahrzeug genutzt hat, dann ist er zwar kein gebrauchtes Reisemobil, also rechtlich gesehen schon, aber in dem Sinne nicht als Wohnmobil ein gebrauchtes Reisemobil. Aber er hat natürlich irgendwo Gebrauchsspuren. Mir ist es jetzt zum Beispiel aufgefallen, wenn ich hier die Toilette runterklappe, vielleicht kannst du einmal über den Deckel der Toilette so rüber filmen, da sieht man halt, dass Leute schon mal angefasst haben und da sind so kleinere Kratzer, die irgendwo drauf sind. Das kann ich nicht sehen. Das ist auf dem Video nicht zu sehen, dann glaubt mir, dass sie da sind. Fakt ist auf jeden Fall, dass so ein Auto natürlich irgendwo Gebrauchsspuren hat und ich würde sagen, das sind die Gebrauchsspuren, die ein Auto hat, nachdem meine Familie da 2 Tage drin gewohnt hat. Die haben wir hier definitiv. Natürlich hat auf den Polstern jemand gesessen, aber egal was ich mir angucke, ja, das ist einfach ein schönes Auto. So passt das für mich auf jeden Fall. Wenn ihr meint, der könnte für euch in Frage kommen, in der mobile.de Anzeige sind noch ein paar Bilder, da steht die Ausstattung detailliert mit dabei. Ich glaube, und das ist natürlich auch die Perspektive des Verkäufers und hoffe, dass wenn ihr dieses Auto interessant findet, ihr das nicht auf die lange Bank schieben solltet, weil ich denke, dass der sehr attraktiv am Markt dasteht und uns nicht allzu lange begleiten wird. Aber in aktuellen Zeiten steckt man niemals drin, wer sich wann, wie schnell, wofür entscheidet. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kontaktaufnahme. Wenn ihr sagt, den finde ich super, aber ich hätte eigentlich viel lieber einen Columbus 600e, vielleicht habe ich ja auch so einen gekauft. Oder ihr sagt, ich hätte lieber einen Columbus 540 mit Aufstelldach, vielleicht habe ich ja auch so einen gekauft. Nur so ein kleiner Tipp zwischendurch. Ja, so viel dazu. Erstmal schöne Grüße aus Deutschland, wollte ich gerade sagen, warum auch immer. Schöne Grüße aus Stove, was ja nicht gelogen wäre. Aus Deutschland auch nicht gelogen. Aus Deutschland, genau. Aus Deutschland wäre an dieser Stelle nicht gelogen. Wir sehen uns im nächsten...
Stauraum gut. Ach, guck mal, wenigstens einer, der aufpasst. Fast wäre ich raus gewesen aus dem Video. Ich klappe das Bett mal hoch, wir schieben es mal nach hinten und dann gucken wir mal rein, ob hier unter Stauraum ist oder was sie mit der Ecke, die durch die Betterhöhung gekommen ist, gemacht haben. Was mir auffällt durch die Erhöhung, normalerweise nehme ich mir das Columbus-Bett und klappe das hinten einfach hoch und die Matratze steht hier senkrecht davor. Die steht dann aber hier ein bisschen höher und da kommt man nicht dran vorbei. Das heißt, wenn ich es hier hochklappen will, muss ich die Matratze hier nehmen und da drauflegen. Und das ist übrigens was auch noch eine tolle alternative Nutzung sein könnte. Wenn ihr sagt, ich habe schöne Fahrräder mit dabei und muss das hinten hochklappen, durch das Bett vorne und das Bett hier, könnt ihr theoretisch auch auf einer Überbrückungsetappe sagen, ich habe ein breites Einzelbett hier hinten und ein schönes Einzelbett vorne, muss also meine schönen Fahrräder nicht auf der Autobahnraststätte draußen anschließen. Wenn ich das hochgeklappt habe, kann ich das hier nehmen. Warte mal. Ups. Oh, ich muss mal mehr Yoga machen. Kommt mal hier mit nach hinten und dann ist es tatsächlich relativ einfach gelöst. Hier ist einfach nur ein Brett, was das Bett führt und unterstützt, aber der Raum da drüber ist noch komplett frei zu nutzen auf der Seite und auf der anderen Seite genau das gleiche. Das ist der Stauraum, der sowieso da wäre, wo quasi der Raum auf dem Frischwassertank und diese 10 cm Erhöhung gewinnen wir als Raum mit dazu. Was haben wir noch? Da habe ich eben auch vergessen reinzugucken. Hier haben wir noch mal eine schöne große Schublade. Und da unten noch mal eine Art Kleiderschrank, der auch echt irgendwie größer geworden ist als im letzten Modelljahr. Und wenn wir schon dabei sind, zack, gucken wir hier auch noch mal rein mit den großen Gitterkörben. Die beiden da unter genau das gleiche. Und haken hier die Schublade mit dem ganzen Zubehör. Und die beiden darunter auch noch mal ab. Der eine oder andere wird jetzt sagen, und wo ist die Besteckschublade? Und das ist die letzte Schublade hier. Mal eine ganz andere Idee. Besteck einfach reingesteckt von oben. Ich glaube, man kommt nicht drum herum, hier auch noch einen Besteckeinsatz mit reinzumachen und sowas wie große, lange Messer und sowas dort mit drin zu haben. Da haben wir am Ende ja doch noch ein kleines bisschen Mehrwert geschaffen. Ich finde es auf jeden Fall, wie ich eben schon mal gesagt habe, ein super attraktives Auto. Ich finde, es steht Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut da. Die Sonne kommt raus. Wir haben uns jetzt einen tapferen Feierabend verdient. Wir freuen uns auf euren Besuch, auf eure E-Mail, auf eure Kontaktaufnahme. Erstmal schöne Grüße aus Stove. Bis bald im nächsten Video. Alles Gute und tschüss.